Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold- und Silberaktien, der Primäranstieg beginnt. Disclaimer. Gold und Silber, der Primäranstieg beginnt. Jedes Mal, bevor es zu einem starken Kursanstieg bei Goldaktien kam, wurde die Hui-Gold-Ratio vorerst dezimiert. Also die hohe Gold-Ratio gibt das Verhältnis vom Goldaktiensektor verglichen mit Gold an. Mal sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold sind stark bewertet, mal weniger stark. Weniger stark bewertet sind Goldaktien, beziehungsweise sehr billig sind sie zum Beispiel hier unten im Jahr 2001 gewesen und teuer zum Beispiel hier im 2004 sind die Goldaktien im Verhältnis zu Gold da gewesen. Also es wäre eben sinnvoll, hier einzusteigen und da zu verkaufen. Aber weiter im Text. Es ist zu erwarten, dass der Hui-Gold-Index auf den Median bei circa 0,4 steigt, genau wie 2011. Damit dürfte sich der Index von jetzt 0,1 auf 0,5 vervierfachen, doppelt so stark wie zwischen 2009 und 2011. Damit dürfte die Goldaktienrallye doppelt so stark sein wie der schon starke Anstieg zwischen 2009 und 2011 und genau wie die Bewegung von dem Tief Ende 2000 bis 2002. Ja, also Sie wissen vielleicht noch, in der Finanzkrise 2009 sind alle Assets inklusive der Goldaktien eingestürzt. Und da ging die Ratio auf 0,20 vor. Dann gab es diesen bislang letzten großen Anstieg von Silber oder auch von Gold Richtung 2000 und der Silber Richtung 50 bis zum Jahr 2011. Und dann hörte die aus. Also da haben viele Leute großes Geld gemacht. Nun wollen wir darauf hinaus, dass dies kommende wegen dieser enormen Tiefe, wir sind hier quasi bei 0,10. Das heißt, es steigt hier jetzt vermutlich von 0,10 auf irgendwo 0,4, eine Vervierfachung. Damals war es eben von 0,2 auf 0,4. Das heißt, wir haben möglicherweise eine Goldaktienrallye mit doppelter Kraft vor uns. Das heißt, die war schon gigantisch, diese Rallye, wenn sie hier angestiegen wären. Was jetzt kommen könnte, kann wirklich den stärksten Goldaktienanstieg aller Zeiten bedeuten. Darauf wollten wir hinweisen. Und es ist immer so gewesen, es kam zu starken Goldaktienrallies, wenn sie diese Hui-Gold-Ratio, also die Goldaktien nochmal gegenüber Gold dezimiert haben, wie zum Beispiel 2001. Dezimiert, Anstieg, dann dezimiert, Anstieg. Hier dezimiert, Anstieg. Hier 2016 dezimiert, Anstieg. Corona-Tief 2000 dezimiert, Anstieg. Jetzt dezimiert, Anstieg. Es kommt. Also gerade auch vom Hintergrund, ich denke mal, die können nicht mehr lange, die drücken alles, um die Leute davon überzeugen, dass Gold kein attraktives Investment der Umgebung ist. Es ist ein attraktives Investment, das lässt sich aber nicht täuschen. Es wird bald auf 2000, 2300, 2005, einige sagen nächstes Jahr bis auf 3000 steigen. Das selbst ist noch nicht so bedeutungsvoll. Bedeutungsvoll sind diese extrem unterbewerteten Goldaktien, die überproportional sich entwickeln können. Das sehen Sie gleich auf der nächsten Seite. Hier nochmal der Bullenmarkt von 2009, 2011 und Bullenmarkt von 2022 bis 2023, also jetzt. Nochmal ein Satz, der mich hatte auch stocken lassen. Also es gab in den 1960er Jahren ein Goldaktien- oder Silberaktien-Boom. Und da gab es die Aussage, dass keine Silber-Penny-Stock-Aktie weniger als das 160-fache gestiegen ist. Das war irgendwo in den 1960er Jahren, wo Silber, ich weiß es nicht ganz genau, von 1,3 oder 3 auf 5 Dollar so ungefähr gestiegen sind, sich also verdoppelt oder verdreifacht nach der Silberpreis, soweit ich weiß. Und das führte strukturell zu diesen Anstiegen. Das war dann auch die Zeit, wo man diesen Quarter dann, ich glaube, das war 1964, dem das Silber entzogen hat und Nickel reingemischt hat. Und das waren eben die großen Gewinner. Und ehrlich gesagt, wir stehen ja vor einer genau identischen Zeit.
Es könnte bevorstehen, sowas. Und deswegen weise ich darauf hin. Ja, hier nochmal der Text. Die Wirkung des Gold- und Silberpreisanstiegs auf Gold- und Silberaktien ist enorm, denn es wird mit einmal bewertet, was vorher nicht bewertet wurde. Insbesondere Silberaktien könnten von einer Silberpreisverdopplung oder mehr enorm profitieren. Während der Silberboom in den 1960er Jahren sind durchschnittliche Silberpenny-Stocks mindestens um das 160-fache gestiegen. Im Übrigen werde ich den Artikel, wo das auch drin steht, nochmal unten verlinken. Was passiert also mit den jetzigen Silber-Penny-Stocks von Silber auf 50 bis 60 Dollar steigt? Also meiner Meinung nach eine komplett identische Situation. Keine Aktie ist damals weniger als eine 160 Silber-Penny-Stocks, das ist 160-fache gestiegen. Das kann passieren, wenn Silber nachschnappt. Wenn es mit einmal hochgeht und steht mit einmal 50, 60. Das ist denkbar. Aber hier nochmal vergleichen wir nochmal den Goldaktien-Boommarkt von 2009 bis 2011, den wir ja verdoppeln wollen von der Magnitude. Das hatte ich ja gesagt. Hier einige Beispiele, klar, sind extrem positiv, aber so lief es. Hier nochmal dezimiert, ging mal auf 10 Cent runter, dann auf 10 Dollar. Unvorstellbar. So, aktuell Silberproduzent, Marktkapitalisierung, ich weiß nicht, 25, 30, 35 Millionen wurden nochmal komplett dezimiert. Ich halte das für die letzte mögliche Einstiegschance, bevor wir so ein Phänomen hoffentlich erleben. Oder das Phänomen mit 160. Es steht bevor, es ist einer der größten Investmentchancen aller Zeiten. Jetzt wird es nochmal gedrückt. Das ist also eine einmalige Chance. Man muss es durchhalten, wenn man kann, sowas nachkaufen, meines Erachtens. Und dann bei Gold 2000, 2300, 2500 verkaufen und hoffentlich, ich meine, konservativ gerechnet, hoffentlich, ich gucke gar nicht so auf diese hohen Preise oder so, aber wenn sowas von diesem Typus in Richtung 5 bis 10 Dollar steigt, bin ich schon mehr als zufrieden. Ja, also die Vergangenheit gibt es her. Es ist eine zugespitzte Situation. Die Preise sind extrem günstig. Jetzt besteht nochmal die Chance für eine kurze Zeit auf breiter Basis, gerade eben Silberaktien, nochmal enorme Gewinne einzufahren. Und das gibt es nicht jedes Jahr. Wann war das? 1960 ist schon ein bisschen her. Ja. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator mit Operationsgebiet Alaska in den USA, hohes Risiko. Was sind hier die Highlights bzw. Superlative? Ja, zum einen ist es ein großes Goldexplorationsgebiet im sicheren Rechtsgebiet Alaska, gute Lage in der Nähe etablierter Goldförderung bzw. Produktion, hochgradiges Gold ist vorhanden, gutes Management-Team, starker Insiderbesitz, besitzen ja hier das Management und andere große Konten, große Teile, also die sind davor gefeit, dass es da eine Übernahme gibt. Ja, das Flat Gold Projekt hat 92.160 Morgen. 2 Morgen sind 1 Hektar, also 45.000 Hektar. Ist 40 Kilometer nördlich des 45 Millionen Unzen umfassenden Donlin-Goldprojektes innerhalb des viertgrößten Bergbaubezirkes in Alaska. Historische Explorationsarbeiten 1 Gramm pro Tonne, aber das Potenzial für hochgradige Mineralisierung ist auch vorhanden, 20 Gramm pro Tonne, wie sie in ähnlichen geologischen Umgebungen wie der Goldmine Fort Knox vorkommen. Das Projekt TIPS ist auch noch vorhanden. Das liegt 35 Kilometer östlich des Weltklasse-Mine Pogo, die sich im Besitz von Northern Star Resources befindet. Solide Infrastruktur, Strom, auch ganz wichtig, eine aktive Mine ist vorhanden, 15.800 Morgen, hochgradige Goldmineralisierung, 6 Gramm pro Tonne auf 28,9 Meter auf dem Grundstück Michigan. Und dann der 70 Mile besteht aus einem 40 Kilometer langen Grünsteingürtel, seit 20 Jahren unerforscht, haben aber durchschnittliche Werte, Proben ergeben von 7 bis 10 Gramm.
Die Aktie scheint auch jetzt den Boden gefunden zu haben, ist dabei auszubrechen und einige gute weitere Bohrergebnisse dürften der Aktie guten Auftrieb geben. Ja, hier noch ein weiteres Projekt, das Sie haben, das Maple Leaf Projekt, nordöstlich des Goldprojektes Tips, 50 Kilometer östlich der Mine Pogo. Maple Leaf grenzt an die tektonische Zone Black Mountains, derselben strukturellen Trend, das auch das Projekt Tips und das Goldvorhaben Brink von Northern Star beherbergt. Also eine ähnliche Geologie wie von etablierten, wie in der Nähe befindlichen etablierten Unternehmen. Und historische Proben, Werte von Spuren bis 19 Gramm pro Tonne, also auch High-Grade mit begleitetem Bismut, Arsen, Tellur, ähnlich wie in dem Betrieb befindlichen Goldminen Provo und Fort Knox. Die im Sommer 2020 durchgeführten Schürfarbeiten haben aktuell 2,95 Gramm pro Tonne Gold ergeben. Ja, Goldaktien, das hatte ich ja, wie gesagt, in den ersten Folien geklärt. Wenn es zum Boom kommt, können unglaubliche Dinge passieren. Hier nochmal aus dem Ende der 70er Jahren, wo hier Goldaktien nun das 200-, 300-fach gestiegen wurden. Also aus $1.000 hätte man ja mit einigem Glück oder auch gar nicht mal so viel Glück, hätte man rechtzeitig investiert, ähm, 250.000 $ machen. Ob wir auf so einen Riesenausschlag kommen, sei dahingestellt. Aber ich denke mal, wir sind enorm verzerrt nach unten. Wenn wir jetzt den Anstieg auf 2.500 Gold haben, kann schon was in diese Richtung entscheiden. Aber sagen Sie selbst wenn 300 Bäcker, ja, okay, selbst wenn wir im Schnitt hier 10, 20, 30 Bäcker, vielleicht einige 50, 100 Bäcker oder mit einem Glücksfall auch mehr kriegen, ist man schon mehr als gut dabei. So muss man das sehen. Und im Grunde genommen ist dann eine Aktie, die ein absoluter Volltreffer ist dann eine so, die sozusagen weniger performende sozusagen raushaut, sodass dann die Gesamtbilanz, also das Anstieg des Gesamtdepots eigentlich damit ja auf sicheren Füßen steht. Ne? Ja, was kann man jetzt noch tun? Penny Stocks mit großen, idealerweise Silberressourcen kaufen, falls sie jetzt tatsächlich vom Silberboom stehen. Ja, das ist hier die Max Resources, die hatten wir ja schon mal im November die gemacht. Das Chart ist auch da, hat sie 20 Cent gekostet, ist danach auf 85 Cent hochgegangen, hat jetzt korrigiert auf 35. Aber ich denke, mit dem nächsten weiten Boom ist dann auch $1 wieder in Sicht und dann kann sie auch weiter hochsteigen. Ich zeige das und dann nenne den Namen auch deshalb, weil das hoffentlich so ein Prototyp ist. Man kauft die Aktie für 10, 20 Cent. Idealerweise haben die große Entdeckung, das haben sie dann gemacht. Und ist ein Superlativer dabei. Und wenn der Markt das richtig bewertet und die Leute zahlen, kann die dann eben in den Mehr-Dollar-Bereich idealerweise dann 2, 3, 4, 5 oder auch 10 steigen. Und ich habe, wie gesagt, solche super Goldstock-Watchlist zusammengestellt, die auch sortiert ist aus einem moderaten, hohen, sehr hohen und extrem sehr hohen Risiko ist. Das schicke ich, wie gesagt, meinen Subscribern zu. Und die wird auch verändert, falls was Neues entdeckt ist oder identifiziert wird oder auch weggenommen werden muss. Ja, das sind eben dann Goldaktien mit Superlativen, sei es ein sehr gutes Geologentermin oder sei es eine besonders große Anzahl von Hektar oder besonders hochgradiges Gold oder große Silbermengen, wie wir auch einige haben. Und das da zusammengestellt. Und da hoffen wir natürlich, dass es im wirklichen Goldboom dann ähnliche enorme Entwicklung dann aufweist. Ja, zum 1000-Bäcker-Report. Also wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, den sogenannten Potentialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes etc. Zu berechnen und sortieren das Ganze nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ja, eine Exit-Strategie ist dabei auch. In was wollen Sie investieren, wenn dieser Boom vorbei ist? Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Ja, das sind Unternehmen, die auch in wirklich schwierigen Zeiten an Gold und Silber gekommen ist. Sie überweisen einfach und schon ist es im Zollfreilager der Schweiz gut geschrieben. Genau, leicht und unkompliziert ist der Verkauf.
Ja, bevor Sie Gold und Silber kaufen, schauen Sie erst auf gold.de, Vergleichsportale, einfach damit Sie keine überteuerte Ware kaufen. Weitere nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, finden Sie hier in der Schweiz. Weitere Informationen zu Chart, Literatur, zu anderen Analysten oder Bücher etc. Falls es generell Fragen oder Zustellungsprobleme mit dem Report gibt, mich einfach kontaktieren, mir eine Mail schreiben oder mich anrufen. Ich rufe Sie dann auf alle Fälle zurück. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, vielleicht auch die Glocke betätigen können, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also ich wünsche Ihnen nochmal einen schönen Abend und eine gute Arbeitswoche. Bis zum nächsten Mal.